Hallo, hallöle Leute, da sind wir wieder, das Anton und der Döskopp und wir wünschen euch allen erstmal ein schönes neues Jahr und heißen euch willkommen zurück zur Stanley Parable, um genau zu sein, der Ultra Deluxe Version und ich muss gerade wieder die Uhrzeit einstellen. Oh, ich habe gerade so eine Angst, dass der ganze Progress weg ist. Wir haben ja gestern Abend, also am Silvesterabend, hier ein bisschen reingespielt, bis 1 Uhr nachts oder so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, es ist noch alles da. Das wäre jetzt. Sekunde mal, warte. Kann ich kurz was sagen, bevor wir loslegen? Was ist denn jetzt los? Danke, dass du die Uhrzeit beide Male eingestellt hast, nachdem du das Spiel gestartet hast. Viele nehmen diesen Schritt nicht ernst. Sie belassen die Uhrzeit einfach bei 12 und lassen es gut sein. Ach so, er hat sich wirklich gemerkt, dass ich sie eingestellt habe. Dann ist ja gut. Aber du machst dir tatsächlich die Mühe, die Uhrzeit einzustellen. Und das weiß ich zu schätzen. So weiß ich, dass dir diese Erfahrung wichtig ist. Du bist aufmerksam. Hey. Ich kann gar nicht wissen, ob die von dir eingestellte Uhrzeiten korrekt sind. Warum denn nicht? Du kannst doch Zugriff auf meine Systemuhr haben. Pass auf, ich habe einen Vorschlag für dich. Da du so kooperativ warst, äh, kannst du bei deinem nächsten Spielstart, wenn du diesen Bildschirm siehst, einfach eine Lieblingszeit einstellen. Mach nur. Nimm einfach die Uhrzeit, die du willst. Selbst wenn es nicht die richtige Zeit ist. Du hast es dir verdient. Das werde ich mir merken fürs nächste Mal. Aber ich weiß gar nicht, ob wir noch einen weiteren Stream machen. Ich mache heute noch mal so, probiere ich noch mal 1, 2, 3, keine Ahnung, verschiedene Szenarios aus. Gucken wir mal, wie viele Enden wir da noch finden werden. Aber jetzt zu Tode spielen und jedes Ende rauszufinden, so habe ich jetzt eigentlich gar nicht vor. War eigentlich gar nicht so geplant. Es wird, also wenn wir dann noch mal einen dritten Stream machen sollten, dann wird der wahrscheinlich dann in 1, 2, 3 Wochen oder sowas kommen. Wenn ich wieder so ein bisschen Pause von dem Spiel hatte, quasi. Nur mal so jetzt als Information, ne? Für die Leute, die das dann irgendwann auf YouTube sehen. Das dauert ein Weilchen, bis es auf YouTube rauskommt. Und die sich dann wundern, wann kommen dann die nächsten Folgen und so. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es werden. Ich kann nichts versprechen. Gut, also starten wir mal wieder rein. This is the story of a... Ja, das kennen wir ja schon. Willkommen zurück. Beende das Spiel und starte es dann erneut. Oh, cool. Ja. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Also, was wollte ich heute machen? Figurine Finders Committee. Meeting today. Was wollte ich heute machen? Ich wollte herausfinden, wo der Raum war, wo man mit dem Eimer nicht rein durfte. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ich hatte einmal so einen Raum gefunden, wo man mit dem Eimer nicht rein durfte. Da hatte ich aber noch keinen Eimer. Bin ich mir gerade nicht so sicher, wie ich da nochmal hinkommen soll. Und vielleicht das Museum nochmal mit dem Eimer angucken. Allgemein mal mit dem Eimer ein bisschen rumlaufen. Zum Museum weiß ich ja, wie ich hinkomme. Das ist kein Problem. Aber wie komme ich... Wie komme ich zu dem Raum, wo man mit dem Eimer nicht rein darf? War das beim Boss dann nach unten gehen, in den Keller? Nee, oder? Oh. Figurine Finders. Small floating objects have appeared across the office. Ja. Die Figurinen. 2 von 6 habe ich ja, glaube ich. Wenn sich das über die Runs speichert.
Und hier waren wir ja auch schon. Stanley, we must move on from this broom closet, simply because I have no remaining stickers. If I did, you can guarantee we'd be in here for hours. But alas, no stickers. Ich glaube, wir müssen hier nach unten. Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. War das hier unten? Ah, eine Figurine. Die nehme ich schon mal. Another miniature Stanley figurine. This, 3 von 6. You know, there really must be a snappier name for these things. What about mini-stands? Stanley figs? What about Stanlerines? Yes, I think I like that. Another Stanlerine under your belt. Stanlerine. Oh Gott, oh Gott. But Stanley just couldn't do it. Nee. He considered the possibility of Hier kommt das facing mit his dem boss, Traum. admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then, something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. He looked down at the bucket in his arms. Am I crazy? He asked the bucket. The bucket Nein, returned du his bist nicht gaze, verrückt. but said nothing at all. That's strange, Stanley thought. Usually the bucket is a source of guidance and wisdom for me in difficult times such as these. He held the bucket close, yet felt none of its familiar reassurance and comfort. And that's when Stanley realized, this isn't my bucket. It's just a normal, everyday bucket. Someone else's bucket, perhaps. How did I end up with someone else's bucket? This is all terribly wrong. Surely no good would come from this. Who knows what sorts of bizarre hallucinations Stanley might experience without the psychologically grounding presence of his bucket. And indeed, now he noticed that the rooms were repeating, which was, of course, very odd. And now he felt himself floating off the ground. Oh, gracious, he exclaimed. Without my bucket, I've gone truly mad. Aber genau das Gleiche ist auch mit dem Eimer passiert. Ohne den Eimer. Now he heard it, calling to him. Stanley! Stanley, it's me! The bucket! Could it truly be? He rushed forward from room to room, passing by one bucket after the next. None of them were his. None of them were his special bucket. Come to me, Stanley! Find me! Nein. He had to find the bucket. He had to return to his old friend. It was the only way to truly restore his sanity. And then suddenly, he froze dead in his tracks. He knew where the voice of the bucket had been coming from. The real bucket was inside of him all along. Was? It was incredibly painful. Du schneidest dich jetzt aber nicht auf, oder? Doubled over in agony and blacked out. Der Eimer war in dir die ganze Zeit über schon drin. This is the story of a woman named Mariella. Was? Was? Mariella? Mariella woke up on a day like any other. She arose, Ach, das hatten wir schon mal. Der liegt jetzt da auf dem Boden. And walked to her place of work. But on this particular day, Ja. her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town, talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Right away, she knew what the problem was. This man had no bucket. Of course. Hatte keinen Eimer. Ranting and raving about a narrator describing all of his actions and how everything is predetermined and free will is an illusion and it's all just a video game. It could all have been prevented if only he'd taken his bucket with him. Perhaps he didn't even realize he'd forgotten his bucket at home in the first place. How cruel the world can be, Mariella thought, and she hugged her own bucket even tighter. Sorry, ich war gerade so ein bisschen abgelenkt mit Discord. There were a myriad of confusing problems she would soon have to confront at work, for which her bucket would provide absolute guidance and total clarity on everything. Heck yes, she thought to herself, my life kicks ass. And she backflipped all the way to work. Das ist Scheißende. Das ist ein Scheißende. Also tut mir leid. Aber das Kellerende ist sowohl mit Eimer als auch ohne Eimer einfach nur scheiße. Was ist jetzt los? Aha.